Ja, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über Fliegenpilze zu reden heute. Ich freue mich total und könnt ihr euch mal bitte ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Mella, habe was ganz anderes gelernt. Ich bin eigentlich Kommunikationsdesignerin und durch meinen eigenen Heilungsweg und auch dem Wunsch, weg vom Computer zu kommen, bin ich wieder mit den Pflanzen mehr in Kontakt gekommen. Das war eigentlich ein großer Teil meiner Kindheit, den ich draußen verbracht habe und dann auch irgendwann über meinen Partner Raphael dann auch mit dem Fliegenpilz in Kontakt gekommen und das war vor einigen Jahren und seitdem tauche ich immer tiefer ein und es ist mir eine große Freude, dass wir heute hier mit dir das Interview machen können. Danke. Ja, ich bin Raphael, diesen Partner. Wir haben halt auch Heckenwerk gegründet, in der Webseite, in der wir halt auch Räucherwaren und Fliegenpilz-Grundkurs weitergeben. Und bei mir hat die Reise so angefangen, ich habe vor 10 Jahren Heilpraktiker angefangen und bin jetzt Heilpraktiker und habe viel mit Pflanzenmedizin und Wolf-Dieter Stoll hat mich irgendwie so in die Richtung gebracht, okay, Naturrituale und jetzt habe ich auch eine nordisch-schamanische Ausbildung. Also ich habe den Geist des Fliegenpilzes zum Beispiel erst kennengelernt, als der kam zu mir. Ich kam nicht zu ihm. Ich habe bei einem indigenen nordamerikanischen Blackfoot 2 Visionssuchen gemacht und bei meiner ersten Visionssuche kam dann am Ende bei der Auswertung sozusagen der Fliegenpilz-Spirit zu mir. Oh, there's red, white mushroom, toxic. No, it's not toxic. It's healing for you. Okay. Und er war auch so ein bisschen verwirrt und so. Und ich konnte halt auch echt lange nichts damit anfangen. Und dann habe ich so eine Dresdner Community getroffen. Bei denen war ich dann mal so auf einem chaos-magischen Wochenende. Und das war dann gerade Samhain, ach so die Ahnenzeit. Und dann sind wir so ins Elbsandsteingebirge in so eine Bofe gegangen und haben halt zu dritt Fliegenpilze konsumiert und eine Ahnenzeremonie gemacht. Jomanita, die ist so mehr in Dresden unterwegs. Und Max, der ist so Fliegenpilzmeister in der Schweiz. Und es ist witzig, weil wir so ein Dreiergespann ganz am Anfang waren und sich das jetzt so weitergelebt hat an verschiedenen Orten. Und bei einem anderen Begegnung mit dem Fliegenpilz ist halt auch so, bin damit immer weitergegangen und dann habe ich Mella das auch gezeigt. Ja, und dann waren halt viele Freunde von mir, die halt immer so das angesprochen haben und dann haben wir denen viel gesagt, so ja, das musst du so und so machen und dann haben wir jetzt halt unseren 12. Grundkurs, glaube ich, schon gegeben. Ja, jetzt seit 2 Jahren geben wir den Grundkurs und diesem Jahr haben wir angefangen, auch einen Microdosing-Zyklus anzubieten. Den haben wir jetzt vor 3 Tagen abgeschlossen, den ersten, genau, wo wir die Leute auch so ein bisschen begleiten und noch ein bisschen tiefer einsteigen in die verschiedenen Aspekte, die der Fliegenpilz so mitbringen kann. Die Fragen bekomme ich auch häufig, also beziehungsweise Anfragen, ob das mit jemandem begleitet gemacht werden kann und so weiter. Also erzählt mal ein bisschen was über euren Fliegenpilz-Grundkurs, was man da so erwarten kann. Ich sage immer so ein bisschen von Biochemie bis Mythologie. Ich will immer gerne wissen, so mit was setze ich mich auseinander, bevor ich das wirklich zu mir nehme. Was passiert in meinem Körper? Und das ist beim Fliegenpilz halt ganz spannend, weil so über die Biochemie, an welche Rezeptoren der andockt, was so die Vorgänge sind im Körper, erklärt sich für mich ganz viel von dem Heilpotenzial vom Fliegenpilz und gerade auch für uns in der westlichen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, die so viel mit Stress zu tun haben. Und für mich ist der Fliegenpilz sozusagen da genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Auch, dass er jetzt gerade so immer bekannter wird, ja, weil eben so, wenn man hört, wie Gabor Mate zum Beispiel darüber spricht, dass Stress halt so einen ganz krassen Impact haben kann und eine Ursache ist für ganz viele verschiedene Krankheitsbilder. Und genau da steigen wir so ein bisschen ein und auch erklären so ein bisschen so, wie das im Körper funktioniert, auch ohne den Fliegenpilz und wie sehr sich diese Systematik ähnelt, was ich super spannend finde. Wir gehen beide mit der nordischen Mythologie und da gibt es eben so eine schöne Geschichte auch, wie der Fliegenpilz zu uns auf die Erde kam und das erklärt für mich auch ganz viel über die Wesenheit vom Fliegenpilz, weil da so 2 Kräfte zusammenfließen, so die Riesenkraft, die eher antikreationistisch ist und ja sowas Chaotisches hat und dann aber auch die Kraft von den Gottheiten, die das ordnende Prinzip darstellen. Genau, und das sehe ich halt auch so beides im Fliegenpilz und dann wir erzählen auch so ein bisschen darüber, was wir in anderen
Andersweltreisen erfahren haben, also schamanische Trommelreisen. Ja, also auf jeden Fall auch viel persönliche Erfahrung, weil wir einfach gemerkt haben, dass die meisten Leute können sehr viel damit anfangen. Wir haben halt schon auch einen sehr klar wissenschaftlichen Ansatz, um genau zu erklären, was diese zwei Hauptwirkstoffe, Ibotensäure und Muscimol, machen und wie sie wirken. Und nachdem sozusagen dieser wissenschaftliche Teil überwunden ist, wir eine kleine Pause gemacht haben und dann kommen wir zur Energetik und zu dem, was da halt möglich ist, und dann gehen wir in dieses mythische rein und auch wie viel, dass es auch trotzdem ein Meisterwesen ist, wie zum Beispiel Jute auch eine Meisterpflanze ist, es trotzdem mit Respekt zu begehen. Und dann kommen wir eigentlich langsam zu dem Sammeln. Wie erkenne ich den, welchen sammeln wir? So, dann geben wir halt noch so Tipps zum Sammeln, wie viel gesammelt wird zum Beispiel, oder Schnippen vor Pflücken, dass man noch den Hut anhaut und dass die Sporen nochmal gehen können. Ja, und wenn wir es dann geschafft haben, nach 3 Stunden oder 2,5 Stunden, also davor haben wir noch ein bisschen Rezepte, aber da gehen wir halt nicht detailmäßig ein, aber erklären auch immer oder antworten auf jede Frage, weil das uns auch wichtig ist. Hoffen halt immer, dass wir so 2,5 Stunden das schaffen, weil wir machen schon einen heftigen Block. Ja, und jetzt ist halt auch so die Überlegung, da so einen Online-Kurs draus zu machen, dass man einfach so die Videos anklicken kann. Ja, das war meine nächste Frage eigentlich. Ist das der Kurs bei euch vor Ort oder wird der online angeboten? Als Online-Kurs ist natürlich dann noch besser, um mehrere Leute zu erreichen. Ja, also wir machen den Kurs sowohl über Zoom als auch bei uns in der Jurte. Hier in der Nähe haben wir so einen kleinen Platz, wo eine Jurte steht und eine Feuerstelle, wo wir auch unsere Jahreskreisfeste feiern. Und aber das schon noch so ein bisschen eine Spartengeschichte ist, funktionieren die Online-Kurse halt besser. Also so vor Ort haben wir maximal einen im Jahr. Und die Online-Kurse, die sind auf jeden Fall schneller ausgebucht. Was uns immer auch noch wichtig ist, ist, dass wir auch hinterher ansprechbar sind, weil uns das klar ist, dass man kriegt dann so einmal so ein ganzes Paket an Infos vor die Nase und das ist nicht so leicht zu verdauen. Die Leute kriegen einen Zugang dazu, zu dem Video, zu der Aufnahme, sodass sie nochmal gucken können. Aber wir sind auch immer für Fragen da und es haben sich schon ganz tolle, das Mycelium hat sich schon ganz toll über diesen Kurs auch so für uns entwickelt. Also wir haben ganz tolle Menschen kennengelernt, die neue Facetten bei uns mit reinbringen. Und ja, in dem Microdosing-Kurs, wo wir die Begleitung machen, da gehen wir tatsächlich nochmal so ein bisschen mehr drauf ein, zum Beispiel, wie sich die Traumwelt verändert und wie man damit arbeiten kann, wie das mit dem vegetativen Nervensystem, was da alles dranhängt und wie man das fördern kann. Wir gehen noch mal tiefer auf die Mythologie ein und darauf, wie wir eigentlich so einen sehr revolutionären Gedanken von Animismus wiederbeleben können, den ich, glaube ich, ganz elementar finde, diesen neuen Bezug wieder zu der Tier- und Pflanzenwelt und den Steinleuten und den Baumleuten, das wiederzufinden und da wieder in die Kommunikation treten zu können. Und dass das für uns ganz wichtig ist, damit wir da wieder in ein Zusammenleben kommen können. Und da ist für mich der Fliegenpilz ein ganz großer Kommunikator an der Stelle. Ja, und das sind so Sachen, die so im Microdosing-Kurs so ein bisschen auftauchen. Und genau, das ist dann über mehrere Wochen hinweg, haben wir dann so Themenblöcke, immer einmal die Woche. Und am Ende machen wir dann hier vor Ort eine Zeremonie in der Jurte, wo wir dann auch uns mal so ein bisschen übers Microdosing hinaus also rantasten, wie sich das dann zeigt im eigenen Erleben, wenn man mit dem Fliegenpilz mal so ein bisschen mit einer höheren Dosis geht. Mhm. Ja, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal probiert. Ich hatte nie das Verlangen danach. Fliegenpilz ist auch der erste Pilz, den ich je probiert habe. Aber er hat mich auch gerufen. Das ist immer witzig, das sagen alle. Der Pilz hat gerufen und hat eingeladen quasi. Und ich habe jetzt auch einmal eine höhere Dosis genommen, aber nicht wirklich so hoch. Viele, die jetzt Schmerzen haben, für denen ist das eine normale Dosis. War so ein bisschen 1,5 Gramm gewesen. Also wie gesagt, das ist wirklich noch minimal, wenn ich andere Leute höre. Oder 15 Gramm nehmen. Ich bin da ganz vorsichtig rangetastet und habe aber trotzdem ein so schönes Erlebnis schon alleine damit gehabt.
in den Bergen, ich war so verbunden und so, es war einfach total schön gewesen. Ja, definitiv ein, definitiv ein Ersatz für Alkohol. Braucht man nicht. Man fühlt sich viel besser, hat mehr Energie, ist geredigt, man kann super reden, man ist sozial total fit und ist aber trotzdem voll bei sich, also mehr bei sich, viel mehr bei sich. Ja, viel mehr bei sich, ja. Das Ja. ist auch das, was eigentlich alle uns rückmelden, dass er mehr zu einem selbst bringt, der Fliegenpilz. Ja. Und auf eine sehr sanfte Weise in den eigenen Körper. Also ich habe gestern erst eine Freundin getroffen, die hat auch so ungefähr 1,5 bis 2 Gramm genommen und es war auch ihr erstes Mal überhaupt den Fliegenpilz kennenzulernen. Und sie hat gemeint, dass es so schön war, weil der so sanft zu ihr war. Also sie hat gemeint, sie hat sich auch erbeten, dass er sanft ist zu ihr, aber sie hat gemeint, es war so wundervoll und das war so eindrücklich, wie sie es erzählt hat. Und dann, als würde er mich hier so überall so tapsen und sagen so, komm mal in deinen Körper, komm doch mal in deinen Körper. Und ja, das war kann das vielleicht gar nicht so wiedergeben, wie sie es mir erzählt hat, aber ja, das war sehr schön, dass, wie sie es erzählt hat und eben auch so dieses, ja, es hat so diese Elemente vom Alkohol, weil es natürlich auch an die gleichen Rezeptoren andockt, aber gleichzeitig bringt er eine unglaubliche Klarheit mit sich. Also wir haben schon, wenn wir uns live in der Jurte treffen und mit höheren Dosen gehen und wir haben Freunde dabei, dann haben wir schon auch immer Mühe zu erklären, dass das nicht so schlau ist, dann noch Auto zu fahren, weil die Leute sich so klar fühlen irgendwie trotz des Fliegenpilzes. Das ist schon eine ganz besondere Qualität, die er da hat. Und könnt ihr mir noch vielleicht ein bisschen über eure persönlichen Heilungsprozess durch den Fliegenpilz erzählen, was er persönlich bei euch gemacht hat? Also bei mir, ich habe mit Histaminintoleranz zu tun und muss seitdem, und ich habe es noch relativ mild, ich muss auf einige Nahrungsmittel verzichten, was aber mittlerweile ganz gut geht. Und bei mir schlägt sich das aber auch ganz stark psychisch nieder. Also wenn ich nicht auf meinen Histaminspiegel achte, dann werde ich sehr schnell emotional und auch bis zum Zustand, wo mich das flutet und ich da irgendwie nicht mehr rauskomme. Das hat auch damit zu tun, dass ich als Kind nicht gelernt habe, mich selbst zu regulieren emotional, was leider viele in unserer Gesellschaft betrifft. Und ja, und da habe ich so den Eindruck, dass der Fliegenpilz mir hilft, das zu lernen. Also einmal kann ich mich über den Fliegenpilz regulieren, also mein vegetatives Nervensystem, dass ich mich entspannen kann oder wenn ich in Prokrastinationsschlaufen drin hänge und mein Zeug nicht gebacken bekomme, dann kann ich mich auch anschieben lassen vom Fliegenpilz. So ganz symptomatisch, aber dann eben auch so auf die Grundlagen zu gucken. Also ich habe so das Gefühl, er wühlt auch Thematiken auf, also gerade über die Traumwelt, dass da auch alte Sachen endlich mal bearbeitet werden können. Und da hat er meiner Meinung nach ganz viel mit Themen zu tun, wo es um Grenzen geht und um Grenzverletzungen. Und das ist natürlich was sich auch in der Beziehung widerspiegelt. Und wir hatten eine Phase, in der wir furchtbar viel gestritten haben und auch sehr verletzend gestritten haben. Und einfach weil wir beide halt regelmäßig mit dem Fliegenpilz gegangen sind und diese ganzen Verletzungen halt nach oben kamen, die sich halt in der Beziehung halt auch ganz schnell zeigen können. Ja, man sucht sich ja da seine Partner nicht umsonst aus. Und ich bin ganz glücklich, dass der Fliegenpilz da unser Begleiter ist, weil ja ich nicht nur das Gefühl habe, dass ich daran heiler werden kann, sondern dass auch unsere Beziehung daran heiler werden kann. Ja, die gleiche Erfahrung habe ich auch gerade, weil mein Mann und ich auch beide den Fliegenpilz konsumieren. Und ich glaube, gerade für Männer in der Gesellschaft ist es schwierig, Emotionen zu erkennen und zuzulassen und
damit umzugehen. Mhm. Und das kommt wahnsinnig hoch jetzt. Und Mhm. das ist für uns beide erstmal, natürlich müssen wir da vorbereitet eigentlich sein, was wir aber nicht sind. Ja, Das kommt ziemlich viel dann auf einmal raus und muss dann in der Beziehung bearbeitet werden. Aber das ist eine Riesenchance für die Beziehung und für die Einzelnen, für uns als Person individuell, ja, uns besser kennenzulernen, uns besser zu verbinden und nochmal neu zu programmieren. ja. Interessant, dass du ansprichst, Thema Mann und Emotionen. Also ich bin ja, wir machen bei uns in der Jota auch Männerkreis, alle 2 Wochen. Und wir sprechen auch viel, über Gefühle und wie es uns geht. Und ja, und es ist auch nicht immer so einfach, mal zu weinen und sich zu zeigen, für jeden von uns. Und wir haben auch ein bisschen rumexperimentiert mit Fliegenpilz, weil die mich ja schon auch so ein bisschen kennen, dass ich es jetzt schon länger mache. Ähm, ja, und es hat uns extrem gut getan. So, hat uns halt genährt und ich weiß, also Mella hat das schon ein bisschen mehr körperlicher vielleicht mit dem, Histaminintoleranz und das, sichtbare Nervensystem, aber das habe ich ja auch. Also, ich habe auch so meine Themen und es bringt auf jeden Fall immer wieder was hoch, also auch an verschiedenen Ecken, poppen die Themen auf und ich habe auch irgendwie das Gefühl, je mehr ich mit diesem Fliegenpilz vertraue, ähm, macht er das auch sehr subtil. Also so, ne, und ich kann auch mehr lernen, jetzt wieder beim Thema Männer, so meine Gefühle so zuerst mal zu erkennen und da sein zu lassen. Das hat für mich sehr viel mit dieser, ich bin gut, wie ich so bin, Ja, so. ja. Und das ist halt auch, Man ist genug. es ist auf jeden Fall für uns alle 'n Thema. Und klar, also ich kriege das in meinem Männerkreis vielleicht nicht so richtig mit, ob das jetzt irgendwie global oder, whatever, aber ich merke auf jeden Fall, dass es zurzeit auch sehr wichtig ist, ne? Ja. Also, es fließt ja überall hin in Partnerschaft und unsere männlich dominierte Gesellschaft, und unser, sagen wir, patriarchales System und dann stehen wir da im Männerkreis mit der Frage: „Was ist das überhaupt?“ Ne? Und dann haben wir nur so sozialisierte Bilder von unseren Eltern, und es ist alles so abstrakt und wir versuchen es erst mal zusammen zu greifen. Und da hilft zum Beispiel uns auch der Fliegenpilz einfach, uns unser Nervensystem so zu regulieren und auszurichten, dass wir überhaupt erst mal wieder zu uns kommen und diese Unterschiede spüren, so was weibliche Energie, männliche Energie oder sei es 'ne non-binäre Energie. Äh, und dieser Fliegenpilz vereint es halt für mich halt auch diese Riesenenergie wieder mit diesen, äh, Götterenergien. Das sind also dieses Ordnete und dieses Chaotische. Und das merke ich auch bei höheren Dosen zum Beispiel, dass das beides da ist, ne? Und dann kommt halt dieses: „Ich bin hier bei mir und es ist schön, in Gemeinschaft zu sein, aber doch gibt es 'ne Freiheit.“ So. Und, das sind sehr starke Aspekte, die ich, glaube ich, auch für diese heutige Zeit sehr gut und einladend und heilend finde. So. Ja, also ich glaube, dass der jetzt gerade so bekannt wird, das hat alles so seinen Grund, weil ich glaube wirklich, dass wir das brauchen. Die Menschheit braucht das gerade, und wir können ja nur auf eine bessere Zukunft hoffen, wenn wir uns heilen und somit auch unsere Kinder und die Mhm. ganzen anderen Sachen weitergeben. Ja. Ja. Ja, ich wollte gern noch was ergänzen zu diesem, zu 2 Aspekten, die Raphael angesprochen hat. Dieses, und auch was du meintest, so, ne, dass man da ist und dass man genug ist. Und das ist auch so bestimmt nicht nur ein Frauenthema, aber so dieses nicht genug sein oder zu viel sein oder, nicht richtig sein, immer so ein Drang, was ändern zu müssen, anders sein zu müssen, ähm, um irgendwie reinzupassen, um sich aufgehoben zu fühlen, um angenommen zu werden. Und
ja, dass da auch so ein Selbstläufer entstehen kann, wo man gar nicht mehr irgendwie sich einfach nur spüren darf und das erleben darf, so, boah, ich bin da und das ist einfach gut so. Und das ist auch was der Fliegenpilz mir schenken kann. So da einfach eine Entspanntheit mit mir selbst zu haben, trotz aller Schattenseiten und die anzunehmen und auch diesen Prozess anzunehmen, dass es eben nicht schneller geht und dass ich nicht wie auf einer Karriereleiter zur Erleuchtung kommen kann oder so, ne? Sondern dass da einfach eine Entspanntheit reinkommt, mit sich selbst zu sein. Und gleichzeitig ist es aber auch dieses Erleben, dass da so eine ganz so eine Urkraft in allem steckt. Ich nenne es immer Wildnatur, dass da so was ganz Lebendiges in mir ist, was ganz mächtig auch ist. So, und so diese zwei Erfahrungen zusammen, die machen so für mich das Geheimnis und das Besondere vom Fliegenpilz aus. Definitiv, das kann ich nur unterschreiben. Mir geht es ganz genauso. Ich bekomme eine Ruhe, also eine Ruhe weg, eine Vertrautheit, dass alles gut wird, dass der Prozess einfach, den wir jetzt gehen mit allem halt, dass es einfach so sein muss, wie es ist und dass wir uns auf das Ziel vertrauen können, dass wir da hinkommen. Aber uns den Weg genießen bis dahin. Ja, deswegen finde ich es auch so interessant, weil es eine kleine politische Anekdote hat. Also ich komme mit meinem nordischen Schamanismus immer so, höre ich von vielen Leuten, die nach Südamerika gehen, auf der Suche nach ihrer Spiritualität. Und da gibt es ja mächtige Pflanzenwesen. Und aber auch die in Kulturen eingebunden sind, die halt ungebrochen sind, was wir halt durch im Dritten Reich und durch die Hexenverbrennung und noch andere Ursachen halt verschüttet sind und wir nicht mehr da rankommen, sei es keltisch oder germanisch oder andersweitig oder slawisch. Und das ist halt so interessant, weil wir nicht so viele Entheogene in unserer Gesellschaft haben, wo aber halt schon die Sehnsucht auch nach Trance oder nach unterschiedlichen Zustand, die Sehnsucht, sich zu verbinden, sei es mit dem kleinen Volk, den Heinzelmännchen, die Welt der Zwerge, so das alles, was sich jetzt halt auch in unseren Medien widerspiegelt, im Fantasy oder Science Fiction. Und dass der Fliegenpilz da so eine absolute innere Ruhe hat. So, ne? Also du brauchst ja immer weniger vom Fliegenpilz. Er ist ja irgendwie so ein Adaptogen und du kannst ja das ist ja einfach so eine Medizin, die du einfach auch hohen Dosen mal erfahren kannst, wo die meisten Leute sagen, ja, okay, die Erfahrung war jetzt super krass, brauche ich jetzt nicht nochmal, habe ich jetzt was gelernt. Und das ist halt bei sehr anderen Entheogenen noch ein bisschen anders. Und wir können mit dem Microdosing als weiße Europäer können wir sozusagen anfangen, uns wieder so in ganz kleinen Schritten dem zu nähern. So, der macht ja was. Oh, der bringt mich ja in die mystische Welt. Oh, der bringt mich sogar zu mir. Oh, der ist sogar heilsam. So diese ganz kleinen Schritte, die dann von diesem kolonialistischen, was man so dieses, okay, ich fahre nach Südamerika, habe einen hohen CO2-Abdruck und vielleicht gehe ich falsch mit den Kulturen um. Ne, dass es uns hier wieder zurück verwurzelt und der ist ja auch verbunden mit den Wäldern. Er ist ja auch ein Baum-Synergist. Also hat ja eine Synergie mit den Bäumen. Und dass uns das auch wieder so zu unserem Wald bringt, wo wir herkommen. Und dass wir schauen in unsere Wälder und gucken, aha, okay, trotzdem in unseren Monokulturen, in den Kiefernwäldern in Brandenburg wächst trotzdem viel Fliegenpilz. So, ne? Und trotzdem zwischen diesen, was wir vielleicht eigentlich falsch machen oder wie viel Stress da dort drin ist, wächst doch die Heilung aus der Erde. Und das bringt uns einfach sehr hierher. Und das ist, glaube ich, das ist auch nochmal eine gewisse kulturelle Heilung, ja, die so einen großartigen Aspekt hat, der so ins Allverbindende wieder reingeht. Ne? Mit der ganzen traditionellen Pflanzenmedizin und Volksmedizin, die ja durch die Heilpraktik wird sie wieder ein bisschen, ist es wieder ein bisschen mehr da,
Aber das ist schon noch auch, glaube ich, eine große Missachtung, ein großes Missverständnis gegenüber der heimischen Pflanzenwelt auch da. Sodass, dagegen gibt es da nicht so einen alten Spruch, irgendwie gegen jedes Wehchen ist ein Kraut gewachsen oder so ähnlich heißt das. Paracelsus. Paracelsus war das? Okay. Das weiß der Heilpraktiker natürlich besser. Und ja, und auch so dieses Verständnis davon, dass die Pflanzen oder auch der Fliegenpilz, dass das eben komplexe eigene Strukturen sind, wo man nicht einfach einen Wirkstoff rauslösen kann und den dann in eine Tablette pressen kann, sondern dass da alle Dinge zusammenwirken, bis hin dahin, dass es Menschen gibt, die sagen so, ja, es ist wichtig, dass man die Pflanze isst, so innerhalb weniger Stunden, nachdem man sie gepflückt hat. So bis dahin kann das Verständnis gehen, dass die Heilkräfte in den Pflanzen eben eine ganzheitliche Geschichte sind und eben nicht, so wie man es jetzt zum Beispiel beim Fliegenpilz auch beobachten kann, eben ein Wirkstoff rausgelöst wird. Also in den USA wird ja ganz viel geforscht, aber da wird dann nur mit dem Mustimol geforscht, also mit einem synthetisch hergestellten Wirkstoff, der halt von der Struktur genau gleich aussieht, aber der halt nicht mehr verbunden ist in den Zusammenhang mit den anderen Wirkstoffen, die im Pilz drin sind. Darf ich das ergänzen? Ja, darfst du gerne ergänzen. Mir juckt's in den Fingern. Also, wenn wir den Vergleich zwischen einem chemischen Extrakt oder Derivat nehmen, wo ein Inhaltsstoff drin ist, und einer Pflanze, wo die Hälfte sogar noch unerforscht ist von Inhaltsstoffen. So, es wird immer wieder was Neues gefunden. Aber der interessante Aspekt ist, der zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Blutdruck senkt. Haben wir jetzt, oder nehmen wir Rosmarin. Also Menschen, der erhöht ein bisschen den Blutdruck, und Menschen, die schon einen hohen Blutdruck haben, bei denen wirkt der Rosmarin nicht direkt Blutdruck erhöht, weil der Körper kann sich bei der kompletten Pflanze selber die Inhaltsstoffe raussuchen. Klar, also wenn man sehr viel Rosmarin trinkt, dann kann es schon aus Blutdruckerhöhung. Aber so im Generellen ist dieses Gesetz schon auch ein Fundament von der Pflanzenheilkunde. Und genauso ist es bei den Pilzen, obwohl die Pilze ein bisschen animalischer sind als jetzt zum Beispiel die Pflanzenwelt. Aber da haben wir zum Beispiel auch, was Heilpilze zum Beispiel angeht, sind die ganzen Beta-Glucane, die immunstimulierend sind, antikanzerogen, antiviral, habe ich schon gesagt, ja, immunstimulierend. Also so, ne, und da kann man halt auch sehr viel, über die Pilze gibt es sowieso unglaublich viel zu erzählen. Und das erklärt vielleicht auch den Aspekt, warum der Fliegenpilz für viele Menschen so unterschiedlich wirkt. Also es gibt schon so Dinge, wo Ähnliches berichtet wird, aber es gibt ja tatsächlich auch Berichte von ganz einfaches Beispiel, dass sie das Gefühl haben, sie müssen immer mehr nehmen, also dass wirklich sich eine Toleranz aufbaut. Und aber ganz viele berichten auch, dass sie immer weniger brauchen und dass sie das Gefühl haben, auch also so erlebe ich das auch, dass ich das auch so ein bisschen anreichern kann über die Zeit. Also bei mir werden zum Beispiel, wenn ich in einen Microdosing-Zyklus gehe und dann mache ich intuitive Pausen anhand meiner Träume, weil irgendwann werden die dann total zerfasert, nenne ich das immer. Also wenn dann so die Szenerien und die Protagonisten, wenn das alles irgendwie viel zu schnell wechselt und gar nicht mehr richtig erfassbar wird, was da passiert. Genau, also so, das ist so ein Beispiel. Oder dass manche Menschen gehen jahrelang mit dem Fliegenpilz und erfahren den als guter Begleiter, und andere nehmen den 2 Wochen und hatten Erfolge und dann auf einmal nicht mehr. Also so, es ist so individuell auch, weil halt eben der Körper der Körper-Geist-Seele-Komplex als ein System und der Fliegenpilz als noch ein anderes System, das ist halt super komplex.
Und so individuell, wie wir sind, wirkt dann halt auch manchmal der Fliegenpilz. Wollt ihr noch ein bisschen über eure Webseite erzählen, was man da alles finden kann vielleicht? Ja, ich kann ja mal den Bildschirm drehen. Wir haben hier so einen kleinen Schaukasten mit so einem Ausschnitt von dem, was wir auf unserer Webseite haben. So, genau. Haben wir angefangen mit Räucherbündeln, die haben wir jetzt hier nicht. Und sind hier mit verschiedenen Räuchermischungen unterwegs. So aus dem Fundus haben wir auch noch richtig coole Räucherstäbchen, so ganz große, lange, kriegt man auch nicht so leicht. Wir haben, Raphael legt mal gerade noch so ein Räucherbündel dazu. Wir haben verschiedene Sets, die haben wir jetzt hier mal hingestellt. Was im Moment super funktioniert, wo die Leute so viel Interesse dran haben, ist unser Rauchkraut als Tabakersatz. Okay. Genau, da haben wir gerade super viel Nachfrage und wir sind noch so ein ganz kleines Unternehmen. Das Unterfangen ist noch nicht groß gewachsen. Genau. Ja. Ja. Also Oh, hier sind cool. Also das zum Beispiel sind 3 Runenmischungen, die wir nach Runen benannt haben. Die sind dann für die Sonnenwende, für die Rauhnächte. Dann haben wir hier so eine Box mit so einer kleinen Anleitung. Die Möglichkeit ist eine Kerze drin. Dann Die ist gibt's, jetzt nicht befüllt, Rafa, du kannst es ähm, jetzt gar nicht zeigen. genau. Ja, eine Kerze, eine kleine Anleitung, Träume aufschreiben und welche Räucherung für was ist. So eine Reinigung, eine Meditation und eine auch mit Fliegenpilz. Die Eiweißmischung für die Genau, Divination. die rote hier. Genau. Aber die ist gerade aus, aber die ist sehr beliebt. Also der Fliegenpilz ist auch bei unseren Räuchermischungen, zieht er auf jeden Fall. Er zieht die Leute an. Ja. Ja, und wir haben halt schon verschiedene Räuchermischungen. Wir haben jetzt den Sommernachtstraum. Die werden dann irgendwann ausverkauft sein. Dann haben wir Dwalins Halle, die Halle der Zwerge, die für was Deftiges, Ruhmiges. Dann haben wir das Holleland, sehr mystisch, kräuterig. Frische und Leichtigkeit ist da drin. Es ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, danke dass wir so das ein bisschen vorstellen dürfen. Ja, aber Ja, sehr außerdem gerne. auf der Webseite schreiben wir natürlich auch Anleitungen. Ne? Und wir schreiben auch Artikel über Pflanzen oder Pilze. So, ne? So die Wesenheit der Pilze oder deren Heilwirkung oder wie Räuchern geht oder ein bisschen Geschichte des Räuchern. Ja, genau, weil wir wollen halt auch gerne den Leuten so die Hand reichen, so das zu verwenden im Alltag und so. Genau, das zu erklären, das ist nicht so das ist nur für diese Art von Menschen und für diese nicht. So, ne? Also Mhm. jeder hat das Ja, Recht. ja. Ja, wie konsumiert ihr den Fliegenpilz als Microdosing? Da gibt es ja auch verschiedene Sachen, verschiedene Anleitungen. Wie macht ihr das? Wie empfehlt ihr das auch? Also im Moment bin ich da ein bisschen wild unterwegs und mach's mal so, mal so. Also ich sage jetzt mal, die faulste Variante ist einfach abends ein Stückchen vom Hut abzureißen und mir hier in die Wangen reinzustecken. Und was wir jetzt aber auch angesetzt haben, ist ein Oxymel mit Essig und Honig und verschiedenen Kräutern und unter anderem Fliegenpilz. Das nehme ich dann gerne so tagsüber mal. Das ist dann auch wirklich eine sehr geringe Dosis. Und was für mich, das ist jetzt nicht unbedingt das Microdosing, aber genau das ist Honig, der mit Fliegenpilz fermentiert wurde und dann wieder auf Honigkonsistenz zurückreduziert wurde. Sehr lecker. Und der ist für mich so so die Notfallmedizin, wenn es mir schlecht geht.
So, das ist so das ist meine heilige Medizin. Und dann haben wir aber auch, wir haben auch Tinktur angesetzt. Ja, wir haben eine Weile mit Tinktur auch Microdosing gemacht, also mit Pseudotinktur, also mit dekarboxylierten Fliegenpilz. Und wir nehmen auch manchmal Pulver, wenn es ist total unterschiedlich und gerade durcheinander. Genau, also wir haben so also ich von rauche, verschiedenstes zusammengesammelt. aber also ich rauche auf jeden Fall gerne mal so einen kleinen Pfeifenkopf getrocknete Fliegenpilzhaut. Also das finde ich, es geht schnell. Manche Menschen kommen ins Giggeln, ich vor allen Dingen, und manche kommen halt in so eine Ruhe. Und es geht dann so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann ist wieder vorbei. Und das mag ich total gerne. So, also, Ja, ja. okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist auch neu. Ja. Ja, genau, noch besser kann man das mit dem Rauchen, kann man das wohl mit dem Vaporizer machen, weil man da sich genau auf entweder Ibutinsäure oder Muskimol die Temperatur einstellen kann. Aber das haben wir noch nicht ausprobiert. Genau. Das ist eines der nächsten Experimente, die anstehen. Cool. Ja. Ja. Unser nächster Grundkurs wird am 10. Mai stattfinden und 3 Wochen später geht der nächste Mikrodosing-Zyklus los. Und ja. Und am 10. Mai machen wir so ein ganzes Wochenende. Nee, nicht am 10. Mai, im September. Im September machen wir das. Oh, ja, im September wollen wir so ein Kennenlernen-Wochenende machen für den Fliegenpilz, wo wir ein bisschen Grundkurs-Themen reinbringen, wo eine Freundin eine Breathwork-Session anbietet, wo wir nochmal tiefer eintauchen. Wir Sauna machen. Genau, wir können vielleicht Sauna machen. Wir haben eine kleine Sauna am Platz. Genau, also da freuen wir uns schon drauf. Das ist noch nirgends beworben und ist jetzt sozusagen schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Genau, wo wir so ein bisschen reingehen ins Erleben und aber auch in den theoretischen Teil und das einmal so gebündelt als Retreat. Hat mich mega gefreut. Vielen, vielen Dank für das super interessante Interview und ich habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Ihr seid alle so niedlich. Und ich würde am September ja gerne kommen. Mal sehen, vielleicht klappt es ja. Ja, vielen Dank, dass du Lust hattest, uns zu interviewen und dass wir uns so zeigen dürfen bei dir. So das erste Mal, glaube ich, dass wir so öffentlich werden mit dir. Und daher lieben Dank, dass du uns so einen tollen Einstieg gegeben hast. Ich danke. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine weiterhin tolle Reise mit unserem tollen Fliegenpilz. Ja, danke. Dir auch. Viele. Möge der Fliegenpilz mit dir sein. Ja, genau. Alles klar, vielen Dank und tschüssi.